Willkommen zum dritten Teil unserer Serie VBA-Programmierung in Outlook. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Makro in das Outlook-Menü einbauen. Bitte aktivieren Sie die Untertitelfunktion in YouTube. Der Einfachheit halber verwenden wir den VBA-Code aus unserem letzten Video. Um das Menüband anzupassen, gehen Sie bitte in das Menü Datei Optionen und dort auf Menüband anpassen. Auf der rechten Seite sehen Sie dann alle Menüs, die in Ihrem Outlook dargestellt werden. Hier können Sie nun das Makro an die gewünschte Stelle hinzufügen. Erstellen Sie eine neue Gruppe und vergeben Sie einen passenden Namen. Sie sehen nun einen neuen Menüpunkt, zum Beispiel meine Makros. Sie haben nun einen neuen Menüpunkt hinzugefügt. Jetzt müssen Sie noch das Makro unter diesen Menüpunkt einfügen. Geben Sie dem Makro noch einen passenden Namen. Jetzt haben Sie es geschafft. Sie haben Ihr Makro in die Menüleiste eingebracht und können es dort nun aufrufen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie einfach einen Kommentar unter das Video. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie einfach einen Daumen nach oben da.